Taugt ein Solarpanel was hinter einem Fenster oder wäre das nur eine schöne Deko? Der Kollege hier funktioniert das schließlich auch hinterm Fenster. Ich wollte es ausprobieren und habe mir für den Versuch dieses schicke 25 Watt Panel besorgt. Und bevor es losgeht, gibt es erstmal etwas Theorie. Das erste Problem bei Solarpanels hinter einem Fenster ist nicht nur die Fensterscheibe selbst, sondern auch die Verschattung. Wenn das Panel beispielsweise auf einem Balkon montiert ist, erreicht die Sonne das Panel von vielen Seiten und es kann damit Sonnenstrahlen aus diesem weiten Winkel empfangen. Hinter einem Fenster hingegen ist das Panel meist zurückversetzt und nicht nur der Fensterrahmen, sondern auch die Fensterleibung kann das Sichtfeld zur Sonne einschränken. Wichtig ist dabei auch, dass Teilverschattung schon dazu führt, dass ein Panel kaum noch Leistung erbringt. Mit der Internetseite von PVGIS kann man den Ertrag von Solaranlagen berechnen und dabei sogar die Verschattung individuell berücksichtigen lassen, indem man so eine sogenannte Horizontdatei hochlädt. Ich bin in diesem Beispiel mal davon ausgegangen, dass einem Panel hinter dem Fenster im Vergleich zur freien Ausstellung etwa 45 Grad Sichtfeld zur Sonne zu beiden Seiten hin fehlen. Also insgesamt 90 Grad. Auf Basis dieser eher ungünstigen, aber trotzdem realistischen Voraussetzungen habe ich exemplarisch den Jahresertrag eines 100 Watt Panels berechnen lassen. Einmal ohne Verschattung und einmal mit. Das Ergebnis zeigt den Ertragsverlust von etwa 22% durch die eingeschränkte Sonnenstrahlung. Hier geht es natürlich nur um den Verlust durch die Verschattung. Da ist noch keine Fensterscheibe mit im Spiel. Das zweite, was man berücksichtigen muss und worüber ich keine allgemeine Aussage machen kann, sind Wärmeeffekte, die bei PVGIS im Übrigen berücksichtigt werden. Solarpanels haben bei niedrigen Temperaturen eine höhere Effizienz, erbringen also bei gleicher Sonneneinstrahlung mehr Leistung und vor allem in den kalten Jahreszeiten kann man diesen Effizienzgewinn nicht nutzen. Im Sommer kann man wiederum einen Vorteil haben, wenn der Raum hinter dem Fenster klimatisiert ist oder das Panel durch die geringere Einstrahlung nicht so heiß wird. Fensterglas kann etwas sehr Individuelles sein. Es gibt viele verschiedene Glasarten und eigentlich müsste man einen solchen Test über mehrere Tage hinweg durchführen. Mit Fenstern in unterschiedlichen Himmelsrichtungen, verschiedenen Zelltypen und unter wechselnden Wetterbedingungen. Letzteres ergibt sich natürlich automatisch, wenn man über einen längeren Zeitraum misst. Was ich euch in diesem Fall anbieten kann, ist ein Test mit 2 Fenstertypen. Einem modernen Isolier- und Wärmeschutzglas, also quasi dem Standard in neuen Wohngebäuden, und einen Test mit einfachem Floatglas. Vermutlich sind das ohnehin die Fensterarten, die für die meisten am interessantesten sind. Die Tests wurden stichprobenartig durchgeführt und es standen mir 2 Himmelsrichtungen zur Verfügung. Nahezu Südseite auf der einen Gebäudeseite und die gegenüberliegende Nordseite. Das Ganze ist also weit davon entfernt von einem vollumfassenden wissenschaftlichen Experiment, sondern soll erst einmal einen realistischen ersten Eindruck vermitteln. Getestet habe ich mit einem 25 Watt Monokristallin-Panel. Das Panel ist an einen MPPT-Laderegler angeschlossen und dieser ermittelt ständig den optimalen Leistungsbereich des Panels und gibt die gewonnene Energie an die Batterie weiter. Vereinfacht gesagt, der Laderegler holt das Maximum aus dem Panel heraus. Man kann sich übrigens per Bluetooth mit dem Laderegler verbinden und sich so die aktuelle Ladeleistung direkt am Handy anzeigen lassen. Als erstes musste das nach Süden ausgerichtete Küchenfenster, also Isolierglas mit Wärmeschutz, an einem sonnigen Tag hinhalten. Also quasi ein modernes Standardfenster. Ohne Fenster springt die Leistung kurz mal auf die 19 Watt und hinter dem Fenster kommt das Panel nicht wirklich über die 3 Watt hinaus. Bei dem wiederholten Versuch dasselbe. Und was soll ich sagen, mit so einem schlechten Ergebnis hätte ich nicht gerechnet. Ich komme bei dem Test auf einen Verlust von über 80%. Ich habe am gleichen Tag den Test bei sonnigem Wetter Richtung Norden gemacht. Das gegenüberliegende Gebäude ist strahlend weiß und das Panel erzeugt deshalb auch auf der Nordseite noch 4 Watt ohne Fenster. Mit Fenster habe ich kurz mal 1 Watt aufflackern sehen. Bei so kleinen Zahlen ist es allerdings schwierig, einen Verlust auszurechnen. Mir ist dann irgendwann mal eingefallen, dass die Fenster nicht wirklich geputzt waren und ich habe das Ganze nochmal mit geputzten Fenstern gemacht. Ich kam dabei auf das gleiche Ergebnis. Ich hatte bei dem Schneiden des Videos die Befürchtung, dass das Fliegengitter einen Teil des Panels vielleicht verschattet haben könnte. Aber wenn man sich das hier vergrößert anschaut, sieht man, dass der Schatten des Fliegengitters leicht hinter der Vorderseite des Panels war. Hier noch ein Test bei bewölktem Wetter. Da kommt hinter dem Fenster gar nichts mehr raus.
Vermutlich kommt das Panel hier nicht über die Schwelle, über der der Laderegler anfängt zu arbeiten. Bei dieser Art von Fenstern wäre das Panel also wirklich nur eine Deko und hätte keinen wirklichen Nutzen. Außer man hat mit der geringen Ausbeute was anderes vor. Das Ergebnis hat mich so überrascht, dass ich in der Wohnung verzweifelt nach einem normalen, unbeschichteten Glas gesucht habe und dank meines Opas, der so schöne große Bilder gemalt hat, habe ich auch eins gefunden. Also Glas aus dem Bilderrahmen ausgebaut, die Stärke gemessen, leider nicht von Staub befreit und einen neuen Versuch auf dem Balkon gestartet. 2,3 mm ist vermutlich deutlich zu dünn für ein Fensterglas, aber schon mal ein Anfang. Die Leistung ging hier von 17 Watt auf 14 Watt runter, was einem Verlust von 18% entspricht. Weil ich das mit dem dünnen Glas nicht repräsentativ genug fand, habe ich mir für ein paar Euro ein 4 mm dickes Floatglas zuschneiden lassen. Also ein Glas ohne irgendeine Beschichtung und die Ränder wegen der Schnittkante ein bisschen abgeklebt. Die ersten Tests waren bei bewölktem Wetter auf dem auch nach Süden ausgerichteten Balkon. Bei dem Test hier habe ich noch die Neigung der Panels in die Ergebnisse geschrieben. Ich war hier ja ein bisschen freier, was das angeht. Bei bewölktem Wetter habe ich keinen Verlust feststellen können. Ich nehme mal an, dass es den gab, aber dass der im Nachkommastellenbereich war. Ich meine, 20% von 1 sind ja 0,2 Watt und das sieht man hier vielleicht nicht mehr. Die Tests mit Sonne waren aussagekräftiger und weil es mit der Scheibe so handlich war, habe ich einige Tests ein paar Mal wiederholt. Ich habe mich hier bei dem Floatglas mal auf einen Verlust von gefühlten 15% festgelegt. Der Verlust ist also deutlich niedriger, ist letztlich ja auch nur eine Scheibe und hat keine Beschichtung. Die Verschattung ist ja bei allen Fenstertypen gegeben. Wenn man dann beim modernen Fenster optimistische 80% von dem Rest abzieht und beim Floatglas 15%, kommt man beim modernen Fenster auf 15% Restausbeute gegenüber Außenanbringung. Und bei dem simplen Floatglas kommt man immerhin noch auf 66%. Als Fazit kann man vielleicht sagen, dass das mit dem Solarpanel hinter dem Fenster sehr individuell ist. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem etwas gebracht und gezeigt, was man so ungefähr erwarten kann. Wenn euch das Thema interessiert, hinterlasst gerne einen Kommentar oder ein Abo und vielleicht gibt es ja dann noch einen zweiten Teil, in dem ich erkläre, wie man auch mit günstigeren Mitteln rausfinden kann, wie viel Sonnenenergie hinter einem bestimmten Fenster übrig bleibt. Bis dahin einen schönen sonnigen Tag und bis bald.